Die gestandene Landwirtin Ilona Nägel hat Ali Güngermisch auf ihren Hof eingeladen. Andere gehen mit ihrem Hund spazieren und ich gehe mit meinem Kalb spazieren. Ali kocht auf kreativem Sternenniveau in seinem Münchner Restaurant. Liebe Zuschauer, Weltneuheit hier in Hombergshausen. Ilona kocht bodenständig und jeden Mittwoch für alle Menschen auf dem Hof. Kochen hat so etwas Gefühlvolles. Ihre Herausforderung heißt heute Rehkeule. Ilona traut sich, sie im Ganzen zuzubereiten. Ja, das ist immer schwierig, da brauchst du schon sehr viel Erfahrung. Ob sie die hat? Und wie habe ich gesagt in Hessen, nichts verschwenden. Ali wird auf dem Hof gefordert. Bei den Tieren Ich habe Angst gehabt wegen den Schweinen. und in Ilonas Küche. Was ist denn eigentlich mein Käse? Mal sehen, womit Ali punkten kann. Für Ilona ist eins zumindest klar. Ein sehr gut erzogener junger Mann. Der macht das mit Ling. Wird er auch Ilonas Rehkeule ganz anders zubereiten? Ilona wird begeistert sein von meinem Essen. Der Hof der Nägels dominiert das kleine nordhessische Hombergshausen. Ein imposantes Anwesen, auf dem Getreide- und Viehwirtschaft die Hauptrolle spielen. Generationswechsel ist angesagt. Und für Ilona bedeutet das, sie kann jetzt nach Herzenslust kochen und Ali zum Kochs anders herausfordern. Ich überrasche den Ali heute mit Zucchini auf Tomatenbett und Kräutern und gratiniertem Grajazza-Käse und Frischkäse in der Zucchini. Das wird die Vorspeise. Konzentriertes Arbeiten. Ob das von der Aufregung ablenken soll? Ilona wirkt ganz cool. Sie macht einfach ihr Ding. Jetzt lege ich die einfach so hier drauf. Lass die einfach ihren Geschmack abgeben. Emotional jetzt zu wissen, da kommt so ein Sternekoch und der guckt dir so in den Topf rein und das war schon eine Herausforderung, gebe ich zu. So ein Eisportionierer, da kannst du wunderbar dein Gemüse, dein Obst mit aushöhlen, weil er eben diese scharfen Kanten hat und es ist die halbe Arbeit. Das wird jetzt vermischt mit Frischkäse, mit Gewürzen, mit Honig und kommt dann wieder als Füllung auf die Zucchini. Und weil Kochen für sie was Gefühlvolles hat, findet sie auch immer passende Worte. So sieht das Krönchen der Zucchini aus. Und nun kommen die Zucchini in den Ofen und werden backen. Ah, schau mal hier. Hallo Ali, was für eine Begrüßung. Piu! Ilona! Hallo, bin der Ali. Und wer bist du? Die Lori. Die Lori, hallo. Keine Angst haben, ich tue nichts. Ich wollte eigentlich zu Ilona. Ja, meine Mutter. Ach, deine Mutter ist Genau. Die ist hinten im Garten am Kochen. Wollen wir zusammen hingehen? Ja, dann komm. Alles klar, ich mach die Tür zu. das? Okay. Deine Mama kocht. Ich bin Ilona Nägel, bin 64 Jahre alt, wohne seit 45 Jahren in Hombergshausen. Ich habe einen sehr lieben Mann, ich habe 2 liebe Kinder. Habe meinen Mann beim gemeinsamen Jagdschein machen vor 47 Jahren kennengelernt. Dann hat er es Klick gemacht und dann habe ich meinen Job aufgegeben. Ich bin Arzthelferin und bin auf Bitten meiner Mutter noch mal zu einer Hauswirtschaftsschule gegangen, um auf diesem großen Gutshof denn doch alles richtig machen zu können,
Sprich richtig kochen, sprich richtig Garten und. Wir haben 33 Jahre zusammen den Betrieb geleitet in Hombergshausen und dort gewohnt. Und dann haben wir uns unseren Alterssitz renoviert, hier auf dem Grünhof. Meine Leidenschaft ist einfach die Natur und um Stressmomente, um die abzubauen, dafür habe ich meine Natur, mein Umfeld hier, wo ich ganz, ganz viele Rückzugspunkte habe. Dann laufe ich zu meinem Aussichtspunkt hoch zum Mosenberg und habe dann quasi so meinen 360-Grad-Blick. Und dann sage ich mir immer, das ist das Paradies auf Erden. Lebensmittel sind für mich so mit der wichtigste Faktor, mit Lebensmitteln umzugehen. Mit dem Wissen, diese Obstbäume, die wir angepflanzt haben, die reifen jetzt, die müssen irgendwie geerntet werden. Oder im Garten, das, was du da gepflanzt hast, das muss geerntet werden. Das muss gewürdigt werden. Kochen ist für mich Leidenschaft, Hobby, ein Gefühl, ich kann mich entfalten, ich kann kreieren, ich kann mich ausleben. So wie sich andere die Glücksmomente im Fitnessstudio holen oder was auch immer, so ist das mein Glücksmoment. Ah, wird dann hier neues Haus gebaut. Ja, hier wird groß renoviert. Gut, dass du da Renoviert. bist, Ali. Kann ich da anfangen, ne? Auf jeden Fall. Ich bin aber handwerklich eine Null. Ich auch. Echt? Haben wir schon mal 4 linke Hände. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich komme. Der Ali. Hallo, ich bin der Ali. Ja, sei gegrüßt, ich bin die Ilona. Hallo, Ilona. Herzlich willkommen in Hombergshausen. Danke. Tolles Essen, kleine Schnittchen, Ja, was zu trinken. Und du bist die Köchin heute. ja. Du kochst. Ich maße es mir an, gegen dich zu kochen. Wir kochen ja nicht gegeneinander, wir kochen miteinander. 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 Anders. Anders, genau. Die Begrüßung, die war, ja, als ob wir uns schon ewig kennen würden, so ungefähr. Der kam da rein, hier, hallo, und ich fand es so richtig familiär schon fast. Riesenhof habt ihr hier, du. Puh. Du siehst aber auch die viele Arbeit, ne? Ich weiß. Bei dem Riesenhof? Ich weiß. Wir hatten ja selber einen Bauernhof. Ja, ich aber weiß. weit nicht so groß Ja. wie jetzt hier bei euch. Ja. Aber es ist echt viel Arbeit. Ja. Und meine Mutter hat das alles alleine gemanagt. Mein Vater hat in Deutschland gearbeitet. Und deine Mutter war allein? Sie war alleine mit 6 Kindern. Das ist Fulltime-Job. Dann weißt du, ich habe zwar keine 6 Kinder, ich habe nur 2 Kinder, aber dann weißt du, wie viel Arbeit ich hier Ja, habe. aber ich muss dir ein Kompliment machen. Du siehst toll aus dabei. Vielen Dank. Ja, wirklich. Eine tolle Lady. Vielen Dank. Schätze ich sehr. Was gibt's denn? Was essen wir denn Ja, Schönes? mein Lieber, ich darf dir unsere Wurst vom Hof kredenzen, von unseren freilaufenden Schweinen, damit du mal so einen kleinen Geschmack hast. Und das ist ein Schnittkäse mit vielen Kräutern von einem Biohof. Okay. Darf ich eins nehmen? Nein, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin aber nett gewesen bis jetzt. Darf ich dir denn ein Getränk kredenzen? Was trinken wir da? Wir trinken Pisco Sauer. Kennst du Pisco Sauer? Also ich kenne Whisky sauer. Pisco Sauer ist das Nationalgetränk von Chile. Da ich Chile-Fan bin und Chile schon einige Male bereist habe Chile. und auch Freunde in Chile habe, Ja, dann herzlich vielen willkommen. Dank für den Empfang. Zum Wohle. Vom Geschmack, ich habe es ihm angesehen, also das hat ihm geschmeckt. Und ist ein bisschen kalt. Und man könnte noch was reinmachen. Und als er dann sagte, für morgen hätte ich eine Idee, dann machen wir Basilikum. Wirklich sehr gut. Für mich eine Freude, dass es dir schmeckt. Komm, Prost. Tolle Frau. Zum Sehr Wohl. schön. Fühl mich gleich wohl.
Und ich dachte, vielleicht ist das die Vorspeise. Und dann hat sie gleich gesagt, nee, das ist keine Vorspeise. Die Vorspeise hat sie im Ofen. Und den hat Ilona auch nicht aus den Augen verloren. Voila! Ja, Ilona, das sieht ja toll aus. Gefüllte, gratinierte Zucchini. Genau. Mit Tomatenkonfit, oder wie nennt man das? Gemüse. Mit Frischkäse gefüllt auf einem Tomatenbett. Bin mal gespannt. Ah, Hubertus wartet auch schon hier. Sieht ja so lecker aus. Und die Zucchini sind aus eurem Garten? Aus unserem Garten. Tomaten sind aus dem Tunnel. Aus dem Tunnel. Bin mal gespannt. Warte mal, erstmal die Füllung. Schön saftig ist es. Also man darf bei mir immer gern nachwürzen. Wenn Bedarf ist, hole ich gern Pfeffer und Salz. Hast du Salz und Pfeffer? Ja? Ja, aber das brauche ich nicht. Das hast du so toll gemacht, schmeckt gut. Ja? Aber woher kommt die Süße? Ja, das würde ich jetzt von dem Fachmann mal wissen. Ich glaube, es ist Honig. Ach, du bist ja ein Ich Sternekoch. bin gut, gell? Weißt du, warum ich das weiß? Weil du es vorhin mir gesagt hast. Ah, er hört sogar zu, der Ali. Ja. Gut. Ja. Und es hat wirklich sehr gut mit dem Käse und auch mit dem Gratinierkäse hat es sehr gut harmoniert. Und auch mit den Tomaten, die Säure von den Tomaten, das Süße, was der Honig hergegeben hat und so. Es war echt, hat sehr gut zu der Zucchini gepasst. Es hat mich wirklich überzeugt und es hat mir auch gut geschmeckt. Und die Tomaten hast du schön mit Kräutern, Thymian, Rosmarin, irgendwie Thymian. sowas. Thymian. Nur Thymian? Schmeckt wirklich sehr gut. Kannst du gerne nächsten Mittwoch kommen. Ja. Nächste Woche Mittwoch. Mittwochs kocht meine Mutter immer für den ganzen Hof. Okay. So 10 bis 15 Leute sind dann da. Dann weiß ich, wo ich nächsten Mittwoch bin. Ja. So, Ilona, die Vorspeise wirklich köstlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was du aus der Rehkeule zauberst. Lass dich überraschen. War sehr lecker, viel Spaß und gutes Gelingen jetzt beim Hauptgang. Danke dir. Und wir zwei schauen uns jetzt ein bisschen um, oder? Genau. Oder Ja. was ist jetzt der Plan? Ja. Was hast du vor mit mir? Gehen wir mal über den Hof, würde ich Also, sagen. dann machen wir das. Gut. So, wollen wir uns den Hof mal angucken, oder? Ja, du zeigst mir deinen Hof oder beziehungsweise das, was du zeigen willst. Ja. Das Leben auf diesem Hof ist bunt, jung und voller Ideen. Hier wohnt Familie. Wir wohnen mit Familie, Freunden in Zirkuswegen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Jahrmarkt. Ja. Quasi ist viele Mobilheime, die ein Upcycling von alten Wägen, die einen neuen Wohnraum geschaffen haben. Was ist das denn? Das ist Hauptkampf Ali gegen Ilona. Das ist unsere Schießbude, unser Partywagen, wo wir mit auf Volksfeste fahren, auf dem Wochenmarkt fahren. Ach so, das ist so eine Schießbude, okay. Genau, die haben wir ein bisschen hergerichtet. Solange ihr nicht auf mich schießt, du. Gewehr in die Hand und dann gibst du mal ein paar Schuss ab. Kannst dir einfach mal so einen harmlosen Hase aussuchen. Also was muss ich da machen eigentlich? Hier? Genau, einfach da hinten ziehen. Schön daneben. Oh, Wieder daneben, oder? hast doch Talent auf jeden Fall. Absolut talentfrei, der Ali. Hey, es geht doch. Ja! Ah! Einmal getroffen, das reicht. Aber es macht mega Spaß eigentlich, gell, hier? Gefällt mir. So, ein Fahrzeug für dich. Kenn ich. Wo gehen wir hin? Wir holen jetzt die Futterrüben vom Feld und füttern hier die große Gruppe. Die sind jetzt ein knappes Jahr alt. Aber die sehen gut aus. Genau, und dahinter haben wir noch einen ganz besonderen Freund, den Benny, den wollen wir jetzt noch mitnehmen zu unserem Ausflug. Ui. Ui, oh, der ist aber süß. Na du? Ja. Das ist ein geiles Bild. Andere gehen mit ihrem Hund spazieren und ich gehe mit meinem Kalb spazieren. München und Ali, das gehört zusammen. In München sind meine Kinder, in München ist meine Familie, in München ist mein Restaurant. Also von daher, ja. Ich bin sehr stolz auf das Pagot.
Die Küchenrichtung, die wir hier im Pagou praktizieren, ist eigentlich eine Mischung aus meiner Kindheit, aus meiner Herkunft. Ich nenne das so Medio-Oriental, nenne ich das. Ja. Und da kommt alles vor, alles, was der Ali erlebt hat, alle Geschmäcker, die der Ali von früher noch kennt, alle Geschmäcker, die er in seinen Lehrbetrieben kennenlernen durfte oder praktizieren durfte oder auch später in den diversen Sterne-Restaurants. Und daraus mache ich eine Mixtur und habe da meine eigene Handschrift. Und das kommt bei den Gästen sehr, sehr gut an. Ich bin einer, der sehr kreativ ist, aber die kreative Phase kommt, oder beziehungsweise die Gerichte entstehen immer, wenn ich Ruhe habe. Aber natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, wie zum Beispiel in Istanbul auf dem Gewürzbazar bin und immer wieder neue Gewürze ausprobiere, beziehungsweise an den rieche, probiere. Und dann fängt sofort an, okay, mit dem Gewürz kannst du dieses Produkt nehmen, den Fisch nehmen oder das Fleisch nehmen oder dieses Gemüse nehmen. Das mache ich schon sehr, sehr oft. Also was mir mittlerweile sehr wichtig geworden ist, dass ich Sport mache, weil da kann ich abschalten. Die Stunde, die ich da Sport mache, ob es jetzt Joggen ist oder ob das jetzt im Fitnessstudio ist, da bin ich für mich und das tut mir einfach gut. Und sonst einfach mit Leuten abhängen, die mir einfach gut tun, ja, und mit meinen Geschwistern. Da weiß ich auch, da kann ich so sein, wie ich bin und da muss ich mich auch nicht verstellen und die geben mir auch sehr viel. Ja. Von München zurück nach Hombergshausen. Oh, die Keulen sind gut. Ganz wichtig bei der Rehkeule ist, sie rundum von Haut und Sehnen zu befreien. Also das ist dann auch ganz gut, wenn man das hier noch so ein bisschen entfernt. Man kann das essen, aber muss ja nicht unbedingt sein. Ich hätte die Keule vielleicht anders gemacht. Die war im Ganzen und das ist immer schwierig. Ja, das ist immer schwierig. Da brauchst du schon sehr viel Erfahrung. Ob Ilona die hat? Zumindest sieht es so aus, als wisse sie genau, was sie tut. Diese Keule wird jetzt ganz scharf angebraten von allen Seiten. Es geht zur Sache und jeder Handgriff sitzt. Jetzt kommt meine Würzmischung, die ich dafür verwende. Das sind verschiedene Kräuter und Salz und ja, da ist Rosmarin, Thymian, ein ganzes Spektrum. Da kommt der Auto. Benny fordert mittlerweile Ali. Jetzt wieder weiter, komm, hopp. Also man zwar sich gleich freut, wenn er die Rübenblätter sieht. Ja? Ja, ja. Wir gehen joggen. Eine Runde Rüben sammeln, noch einmal fest rausziehen. Genau. Geht. Der ist ja riesig. Ja. Und dann halten wir es auf. Schmecken die Blätter? Hast du schon mal probiert? Nö, aber können wir doch mal machen. Benny frisst es ja auch. Leichter Mehltau. Geht, oder? Nein. Mir ist das langweilig. Benny soll Zack, übrigens Zuchtbulle werden. Je vertrauter er mit Menschen ist, desto ungefährlicher. Deshalb die Spaziergänge. Haben wir auch gut beladen. Aber was meinst du, was sich unsere Vierbeiner jetzt freuen darüber? Dann mach mal das Tor auf, Ja. bitte. Na ihr, guck mal, die kommen schon. Jawohl, sehr gut. Ja, und jetzt machen wir noch mal eine Runde Futterrüben-Weitwurf. Ja, okay. Kein Schwein zu treffen am besten, bloß die Tiere nicht abwerfen. Guck mal, da kommen sie angerannt. Ja, Wahnsinn. Hier, komm, hier. Du tust mir leid da. Ja, mit der hat er nichts abbekommen, du. Das klappt aber ganz gut. Ja, ich würde sagen, die meisten kriegen was ab. Also Hubertus, vielen Dank, dass du mir hier den Hof gezeigt hast. Ich habe echt riesen Respekt vor eurer Arbeit. Ich weiß auch, dass es sehr viel Arbeit ist, wenn du nicht mit Herzblut dabei bist, wenn du das nicht mit Liebe und mit allem drum und dran machst, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Und dir geht's gut dabei. Ich sehe, du bist auch glücklich und so sind auch deine Tiere glücklich. So, jetzt gehen wir mal zu Ilona und schauen, was sie so alles gekocht hat oder auch nicht gekocht hat. Ich denke, sie wird gut vorbereitet sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Komm. Jo. Ilona ist mittlerweile entspannt bei der Zubereitung der Soße. Beim Andünsten ihrer Zwiebeln hat sie einen Tipp.
Das Allerwichtigste dabei ist, dass ich jetzt hier sofort die Zwiebel noch einmal kurz würze. Weil sie in dem Zustand, in dem rohen Zustand, den Geschmack aufnehmen. Danach nehmen sie ihn nicht mehr auf. Tomatenmark leicht karamellisieren lassen, bevor es mit den Zwiebeln und geschälten Tomaten aus der Dose verrührt wird. Dazu kommt angedrückter Knoblauch. Der gibt so wunderbar Geschmack ab und kann später leicht rausgenommen werden. Noch eine richtig gut reife Fleischtomate dazu. So, und jetzt brauche ich wieder meinen berühmten Honig. Alle Kräuter und Blumen, die der Honig enthält, frisst ja auch das Wild. Und somit ist das wieder so eine Symbiose. Perfekt. Dazu noch Wildfond. Den hat Ilona vorrätig im Gefrierschrank. Okay, ich glaube, das müsste reichen. Jetzt wird es wieder gefühlvoll und entspannt. Die ausgeruhte angebratene Rehkeule bekommt ihre angemessene Umgebung, wird mit Thymian bedeckt und wandert dann für rund 1,5 Stunden in den Backofen. Das heißt aber nicht ausruhen für Ilona, denn die Beilage aus Kürbis und Kartoffel muss ja auch noch zubereitet werden. Ich kontrolliere jetzt, ob das Fleisch den Garpunkt erreicht hat. Aber ich denke, es hat ihn erreicht. So, wenn das schön durchgeht, dann weißt du, ist okay. Gutes Timing ist gefragt. Wann müssen Kürbis und Kartoffeln in den Ofen, damit sie auf den Punkt genau, also nicht matschig und zur richtigen Zeit auf den Tisch kommen? Denn Der Braten ist fertig. Ja. So. Und nun geht's ans Pürieren. Fertig. Jetzt kommt der bedeutende Moment, wie es denn schmeckt. Nicht verbrennen. Es schmeckt. als frische Beilage gibt es Ilonas klassischen Gurkensalat mit Joghurt und Dill. Ilona ist natürlich auch so ein Kreativkopf, ja. Ob das alles immer einen Sinn macht, das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel hat sie zu ihrem Hauptgang Gurkensalat gegeben. Also Wild- und Gurkensalat habe ich noch nie gegessen. Das hat mich schon überrascht. Mittlerweile wird es gemütlich. Zum Reh gibt es Weißwein, auch so ein Ilona-Special. Mitbewohner vom Hof sind gekommen und Familie. Eine illustre Runde. Ilona bekommt Unterstützung auf den letzten Metern in der Küche. Beim Anrichten der Teller gibt sie sich große Mühe, denn normalerweise kommen bei ihr Töpfe und Schüsseln einfach auf den Tisch. So Ilona, vielen Dank. Sieht alles toll aus. Und? Guten Appetit. Also, lass uns mal starten. Guten Appetit. Ja, vielen Dank. Dass du das Beste hast. Das habe ich ganz scharf angebraten. Nach den ersten Bissen, den ersten Reaktionen, Das ist ganz zartes Fleisch. Sehr lecker. Ich habe es angebraten, anschließend habe ich es gewürzt mit meiner Würzmischung, die ich habe. Das ist eine Geheimmischung. Und dann habe ich Also ich schmeckt es trotzdem raus. ist Helmut überzeugt. Wir wollen mal anstoßen auf die gute Stoßen mal Küche. auf die gute Köchin an und auf unseren Gast, Adi. Herzlich willkommen in Norbertshausen. Danke, schmeckt So. köstlich. Ja, zum Wohl. Ali. Gut. Zum Wohl. Entspanntes Essen, entspanntes Trinken.
Ach, wie schmeckt es denn jetzt? Ilona wüsste schon gerne ein bisschen mehr. Der Kürbis ist gut geworden. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, ihn von vornherein reinzugeben. Somit konnte der Geschmack des Käses so eine Symbiose mit dem Kürbis bilden. Hast du mit den Kartoffeln zusammen in den Ofen geschoben, ja? Ja. Nicht hintereinander? Nein, Fahr mal. kann man machen, ne? Ja. Lecker. Schön, aber schön saftig auf jeden Fall. Probier ich mal deinen Gurkensalat. Ja. Den hast du ja hoch gelobt. Ja. Schmeckt genauso gut wie jeden Mittwoch. Du musst dich schon mindestens 20 Mal essen diesen Jahr. Der Gurkensalat? Ja, Ja, die Gurkensaison ist dies Jahr eine lange auf jeden Fall. Ne? Ja. Die Gurken halten sich gut. Natürlich dann, wenn sie tolle Gurken hat und einen Gurkensalat macht, wenn die Familie das gerne isst, vor allem Helmut, der Mann, dann ist es halt auch gut. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das war auch jetzt keine Kritik von mir, Gottes Willen. Wie oft hast du das Gericht jetzt gekocht für die Familie oder hier für Freunde? Fühlte 50 Mal. Echt? Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal überlegen, was ich morgen koche. Puh, schwierig. Das musst du erstmal toppen, ne? Ich will ja gar nicht toppen, aber ich will euch einfach was Neues auftischen. Wo gehe ich denn eigentlich morgen einkaufen? Wo kriege ich denn Reh und so weiter? Wir haben einen Fleischer, der auch Wild vermarktet und selbst auch Jäger ist. Ja, Da wirst du nach Jesberg fahren. Jesberg heißt das, okay. Und den Rest an Gemüse kannst du hier aus dem Vollen schöpfen. Kann ich mich hier frei bewegen bei euch zu Hause? Du darfst Wunderbar. dich frei bewegen. Ich glaube, ich habe ein Auto. Kriege ich dein Auto? Leiste mir. Ich passe auch wirklich drauf auf. Komm. wenn du gut versichert bist, kannst du da kaputt fahren. Ilona, vielen herzlichen Dank für das tolle Essen. Es hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Vor allem war ich sehr überrascht, dass die Rehkeule trotz, wie lange war sie im Ofen? 2 Stunden, glaube ich. Nein, 1,5. 1,5 Stunden immer noch so zart und saftig ist. Perfektes Essen. Vielen, vielen Dank, Ilona. Und vor allem die Kartoffeln esse ich jetzt schon seit 3 Wochen und sie schmecken jede Woche immer besser. Die Soße, die fand ich heute, ist ja ein Geheimrezept, ne? Ilona, du hast Geheimnisse für uns, das wusste ich auch nicht, aber die Soße war super lecker. Der Kürbis ist sehr schön krustig gewesen. Also für meine Verhältnisse, ich mache immer Matsch, aber das ist Geschmackssache. Ilona, hast du super gemacht. Ali muss sich anstrengen, wenn er dich toppen will. Ich habe mir sofort Gedanken gemacht, wie ich aus den Produkten was anderes kochen kann. Die Eingebung kam über Nacht. So, Ilona hat ja gestern wieder mega Performance hingelegt. Jetzt muss ich natürlich nachziehen. Ne? Ich habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht, was ich kochen soll. Ich möchte Zucchini-Puffer mit Honigtomaten, dazu angemachten Frischkäse. Vielleicht gibt es wieder etwas Ziegenkäse noch mit dabei und so, das weiß ich noch nicht. Dann gibt es als Hauptgang auch Rehkeule, klar, aber als Schnitzel in so einer Kürbiskernpanade, paniert und dann rausgebacken. Dazu möchte ich einen süß-sauren Kürbis machen, aus dem Hokkaido-Kürbis schön den süß-sauer einlegen mit Gewürzen. Bin mal gespannt. Die Einkaufstour führt Ali zunächst zum Kellerwaldhof nach Bad Zwesten. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Körbchen nehmen. Ich bin der Ali, hallo. Ja, ich bin die Marianne. Ich bräuchte für die Vorspeise Frischkäse. Den kann man schmieren. Haben Sie eigentlich Kürbiskerne? Ja, Hier? gleich oben, genau da. Orange liegt immer. 2 Stück. Zimtstangen. Hier gibt's alles, was ihr braucht. Dazu kommt noch Dattelsirup als Entdeckung. Bin jetzt schon nervös. Jetzt fehlt nur noch die Rehkeule. Hoffentlich bekommt Ali sie auch so, wie er sie benötigt, beim von Ilona empfohlenen Metzger und Jäger in Jesberg. Moin. Guten Morgen. Moin. Hi, ich bin der Ali. Hi, ich bin der Burkhard. Hi, Ali. Na, Schön, bist dass du der hier Chef bist. gell? Ja, Ja, danke, danke. Du, super sieht's aus so. das freut mich. Aber bist du nur wild? Ist das jetzt nur eine Wildmetzgerei und Nein. Wildgeflügel oder alles Nein, hast du das ist wahrscheinlich? eine handwerkliche Metzgerei. Wir haben
Schwein aus eigener Schlachtung, wir produzieren Wurst, wir haben Rind und Wild. Dann bräuchte ich Rehkeulen. Hast du schön Rehkeule Ja, oder Rehkeulen? schöne da, ja. Ich habe einmal die Rehkeule und ja, wenn du Rehkeule möchtest, oder hier habe ich noch kleine Teilstücke aus der Rehkeule. Ich nehme so eine Keule im Ganzen, ich kann es ja selber auslösen. Genau. Das kriege ich ja hin. Nein, das war bei dir. Der wilde Ali. So, Ali. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute, ihr macht es super. Ich sehe es schon. Danke. Tschüss, passt gut auf euch auf. Ciao. Tschüss. So, es geht los mit dem süß-sauren Fond für unseren Kürbis. Dafür brauche ich Karamell. Ui, das geht aber ganz schön schnell. Du. Oh, hoppala, sehr schön. Mit Apfelessig ablöschen, dann kommen Zimtstange, Koriandersamen, Sternanis, Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Ingwer und ein wenig Orangenschale dazu. Das Weiße muss man immer rausschneiden, das ist bitter. Ja, das ist einfach so mit dem Messer rausschneiden. Wasser dazu, ein wenig Dattelsirup, dann köcheln lassen, eventuell nachwürzen. Also es muss schon süß-sauer schmecken, also nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer. Ne? Es muss schon, die Mischung muss schon passen. Während der Sud köchelt, wird der Kürbis vorbereitet. Hey Ilona! Ich habe schon angefangen. Ja, ich sehe, du Ich bist... habe schon angefangen. Was machst du denn da? Ich habe schon mit dem Kürbis, mit dem Hokkaido-Kürbis angefangen. Den habe ich schon gehobelt. Und gleichzeitig habe ich einen süß-sauren Fond gekocht. Und der wird jetzt gleich oben drüber gegossen. Was hast du da für Zutaten drin? Da habe ich teile gerne mit dir meine Geheimnisse. Du hast ja gestern mir dein Rezept für dein Gewürze nicht gegeben, aber ich mache das schon. Ich mach's nachher, wenn wir allein sind. Das Reiben mit dem Hokkaido, mit dem Kürbis, dass er den eben auf diese Art und Weise quasi so leicht in dem heißen Sud angegart hat und dann diese Knackigkeit vorhanden war. Das ist etwas, das werde ich also übernehmen. Ich werde ihn aber nicht solo anbieten, sondern ich werde ihn in Verbindung mit einem Salat etc. und vielleicht dann auch noch einen Käse mit reingeben. Aber der Grundtenor wird bei mir auch der Hokkaido auf diese Art und Weise sein. Also das fand ich toll. Aber weißt du Sehr was? interessant. Ich habe bewusst keine Tomaten gekauft, weil du gestern zu mir gesagt hast, Ja. dass du Tomaten hier Ja. auf dem Hof hast. Ja, kein Wollen wir Problem. uns die Tomaten holen, weil das ist das Nächste, was ich jetzt Ja, brauche. wenn du fit bist, einen kleinen Marsch mit mir zu machen, können wir das gerne machen. Machen wir. So, Prima. und dann komme ich mit dir mit. Ja. Und das ist jetzt hier dein Gewächshaus und da hast du nur Tomaten angebaut oder ist da auch was anderes? Du wirst jetzt sehen, da sind Tomaten, Auberginen. Ach, Auberginen hast du auch. Ah, hier hast du deine Tomaten, du hast Kürbissig. Ja. Schön. Ich hoffe, dass mein Essen genauso lecker schmecken wird wie gestern dein Essen. Dafür benötigt er beste Qualität. Ali prüft kritisch und sucht nach der perfekten Tomate für seine Honigtomate, die es zur Vorspeise geben soll. Boah, ich habe eine gefunden. Hast Hier ist du eine eine? schöne Super. große. Super. Die sieht zwar nicht aus, als ob sie schon reif wäre, aber wenn du sie anfasst, Dann ist sie schon dann ist sie schon reif. Ja, die ist auch schön okay. weich. Prima. Die sieht aber super aus. Boah, endlich mal eine richtige Tomate in der Hand. Ja. Dann nehme ich die mit. Die reicht ja auch mir. Die reicht dir? Ja. Du darfst gern. Nee, weil wenn ich die jetzt nicht verarbeite, ist sie in 1-2 Tagen kaputt. Perfekt. Super. Können wir wieder gehen? Können wir wieder gehen? Die Küche ruft nach mir. Ja. Jetzt aber ran an die Vorspeise.
Dafür werden eine Zwiebel und Knoblauch angedünstet. Oh, das riecht so gut nach Knoblauch. Die Tomate, erst kurz in heißem, dann in kaltem Wasser, So. wird enthäutet und begeistert. Die sieht ja mega aus. Schau mal, das ist eine schöne Farbe. Top! Die Qualität macht den Koch schon mal glücklich. Und jetzt kommt hier dieses Fruchtfleisch, Tomatenfleisch, schön hier. Gemisch dazu. So. Ja, das sieht toll aus. Jetzt würzen wir die Tomate mit etwas Salz, nicht zu viel Salz und Prise Zucker. Warum Zucker? Weil Tomaten haben sehr viel Säure und wenn man etwas Zucker dazu gibt oder zum Beispiel Honig, es kann auch Puderzucker sein und so weiter, dann wird der Geschmack oder geht ein bisschen was, nimmt man ein bisschen was von der Säure ab und dann ist die Harmonie viel, viel besser. Basilikum und Peperoncini für die Tomate. Und Feigen für den Frischkäse, an den auch noch Rosmarin und Zitrone kommen. Würzen nicht vergessen, umrühren, fertig. Jetzt fix die Zucchini mit einem Ei mischen und als Puffer ausbacken. So Ilona, jetzt machen wir unseren Pisco, gell? Ja, Dafür tue ich jetzt die Zitronen auspressen ja. und du machst was? Ich gebe Eis in den Mixer. Dazu kommen 8 Zentiliter von dem chilenischen Traubenschnaps, dem Pisco. Puderzucker und Eiweiß, kräftig mixen. Das ist eigentlich schon alles. Also Pisco-Gehalt ist ordentlich. Aber weißt du was? Ja, Wir geben jetzt ein bisschen Basilikum dazu. Machen habe ich noch ein nie gemacht. Basilikum, Pisto. Nee, wie heißt das? Pisco. Pisto wollte ich sagen, nein, aber Pisco. Ich danke dir. Bitte schön. Ich würde das, ja. Und dann richtig mixen. Okay. Lässt diese Variante den Klassiker anders schmecken und kann er mit Ilonas Lieblingsgetränk mithalten. Ach, aussehen tut es gar nicht so schlecht. Na, da bin ich mal gespannt. Weltneuheit, liebe Zuschauer, Weltneuheit hier in Hombergshausen. Ein Basilikum-Pisco. Sauer, Ja, sauer, okay. das gehört dazu. Das wird jetzt okay. Zum Wohl. Du hast meinen Pisco sauer verfeinert. Total angenehm. Ja. Es ist nicht zu süß, Ja. es ist auch nicht zu sauer. Ja, genau, es ist Und auf den Punkt. Basilikum kommt erst später so ganz Ja, kommt so. leicht. Ich habe bewusst Basilikum auch genommen, weil damit es einfach das ganze Gericht auch rund wird. Und das hat sie schon, ich glaube, das nächste Mal macht sie das auch. So, ich richte jetzt die Vorspeise an. Nur noch ein. Was ein Gourmetkoch natürlich auch zelebriert, ist das Anrichten der Speise. Denn der Look ist bei der Beurteilung nicht ganz unwichtig. Jetzt nur noch die Frage, würdigen das die Herrschaften vom Hof und schmeckt es ihnen auch? So, kommt ihr Süßen. Steckt. Also, Zucchini-Puffer mit Honigtomaten, Tomaten aus eurem Garten. Und dazu gibt es einen Feigen-Frischkäse. Bin mal gespannt, ob es euch schmeckt. Guten Appetit. Guten Appetit. Das Aussehen findet noch keine besondere Beachtung. Dafür aber der Geschmack. Oh, sehr sommerlich. Großartig. Als wenn es meine Mutter gemacht hätte. Vom Geschmacksempfinden fehlte mir einfach so eine Scheibe Brot oder ein Toast oder so, dass ich anschließend dann mal in mein Brot hätte beißen können und dann so diesen Fettrand von dem Pfannkuchen so ein bisschen anditschen und dann, ja, also das hätte ich noch, das wäre so der fehlende I-Punkt gewesen. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht noch eine Scheibe Brot dazu geben können, aber habe es halt nicht gemacht. Brot ist ungesund, liebe Zuschauer. Ilona hat gestern die Rehkeule im Ganzen
gegart. Und ich löse sie jetzt heute aus in Einzelteile. Womit Ali bei der Zubereitung des Hauptgangs ist. Es ist wunderbar frisch, das riecht überhaupt gar nicht nach Wild, nur nach Wald riecht es. Ali schneidet kleine Schnitzel aus dem Fleisch. Für die spezielle Panade mixt er Kürbiskerne mit Paniermehl. Wild und Kürbiskerne passen sehr gut zusammen. Generell Nüsse, Kerne. Das ist ein Produkt, was sehr gut zu Wildgerichten passt, vor allem zum Reh. So, jetzt werden die Fleischstücke gesalzen. Und die restlichen Stationen für das Panieren vorbereitet. Wichtige Regel beim Panieren ist, eine Hand ist immer nass und eine Hand ist immer trocken. Also hier mit der trockenen Hand wird das Fleisch mehliert, dann kommt es in die Einmischung und dann nimmt man das mit der nassen Hand das aus dem Ei raus und dann gibt man das rüber zum Paniermehl und mit der trockenen Hand nimmt man es wieder raus. Jetzt ist alles nur noch eine Frage von wenigen Minuten. Kurz gecheckt, ob der rohe Kürbis ausreichend durchgezogen ist. Und da er eine kalte Beilage ist, kann er schon mal auf den Teller. Ilona wird begeistert sein von meinem Essen. Das wünscht sich Ali zumindest. Und endlich wird auch die Optik gewürdigt. Das Anrichten der Speise, da habe ich ihn genauestens beobachtet, wie er das macht. Diesen Teller herrichten. Ich finde es fantastisch. Und es dann stilvoll servieren. All das beherrscht Ali als Vollprofi natürlich vorbildlich. Die Blicke verraten viel Spannung. Wie wird den Gästen Alis Rehkeule anders zubereitet schmecken? Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen herzlichen Dank. Was habe ich Leckeres für euch gekocht? Wollt ihr überhaupt wissen oder wollt ihr einfach nur probieren? Dann, das machen wir. Ich will mal, welche Aromen ihr rausschmeckt, oder? Ja, einen guten Appetit. Guten Appetit. Vielen Dank für die Mahlzeit. Vielen Dank. Wow, schon mal schön rosa. Aber es schmeckt anders. Hervorragend. Ja. Schmeckt ihr Malz in der Panade raus? Nein. 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 Sehr gut, ich habe auch keins drin. Wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Kürbiskerne. Kürbiskerne, genau. Mehr nicht. Kürbiskerne. Ja. Ich habe jetzt nicht viel drumherum gemacht, bis auf die Kürbiskerne, aber insgesamt bin ich mit meiner Leistung sehr, sehr zufrieden. Ja, wollen wir mal trinken auf unseren Lieblingskoch, Ali? Gerne. Du kommst jetzt jeden Mittwoch, ne? Ilona geht in Rente und Ali kommt jetzt und kocht jeden Mittwoch. Aber einmal mache ich das. Also jeden Mittwoch kann ich nicht, aber einmal mache ich das, wirklich. Ilona, wie schmeckt es dir denn? Ali? Ich bin begeistert. Habe ich wirklich anders gemacht? Ja. Diese Panade an den kleinen Schnitzelchen ist das Erste, was ich nachmachen werde, nachkochen werde, nachbraten werde. Ich bin begeistert. Bernd, Meine Kochkünste und Kenntnisse sind begrenzt. Es schmeckt aber tatsächlich geil, dieser Kürbis. Also richtig was anderes. Ja, sehr gut. Schöne dünne Schnitzelchen, rosa, super. Super. Aber trotzdem möchte ich die Küche von Ilona nicht missen. sollst du auch. Ich frage mich schon die ganze Zeit, welches Kochbuch du benutzt. Oder chefkoch.de, ich weiß nicht. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Mittwoche. Mal gucken, wann es nachgekocht wird. Das ist auf jeden Fall richtig lecker. Hubertus, Nordhessen liegt dir zu Füßen, würde ich sagen. vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Ali. Vielen Dank. Zum Wohl.